Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fremden Freitag. Heute haben wir uns für das Spiel Surviving Mars entschieden. Ich würde mal sagen, ohne lange herumzureden, drücken wir hier einfach mal auf New Game. Brother Tutorial. Ja, ich gehe davon aus, dass ich das brauchen werde. The Basics. Ja, ich habe wie immer keine Ahnung, um was es in diesem Spiel geht, abgesehen von dem Überleben auf dem Mars, und ich habe auch keine Ahnung, wie das Ganze hier ablaufen wird. The Basics, ich würde mal sagen, wir machen einfach mal das hier. In case you're one of my non-German viewers, then you probably will have some trouble understanding this video, so you can either just simply turn on subtitles, which I will have provided to this video, or you can just try to accept the challenge, and the last option you would have is just to wait for the next English episode. But anyway, let's continue with the video. Welcome to Mars. Okay, in diesem Training werden wir lernen, wie wir auf dem Mars Materialien sammeln können, eine kleine Base aufbauen und unsere Rakete wieder aufladen können, damit wir zurück zur Erde können. Hints, such as this one, will appear throughout the training process, giving useful information. You need to master the camera controls and familiarize yourself. Okay, fängt gut an. Okay, zoomen können wir so mit dem Mausrad. Now it's time to land your first rocket. Okay, unsere erste Rakete soll landen. With Dann the rocket selected, wählen wir das mal aus. designate a landing site on the indicated location. Packen wir es einfach mal genau dahin, wo es markiert ist. Okay. Mit WASD können wir hier herumgehen, was sehr angenehm ist. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch so machen können. Ui, kleine Roboter. Interessant. And we have Okay. touchdown. The rocket has landed on Mars. Ich habe irgendwas gemacht, wo ich nicht sicher bin, was das war. Naja, das sind Drohnen und die können anscheinend Ressourcen sammeln. Das war gerade nicht so der Plan, aber es scheint funktioniert zu haben. Okay, es scheint, als könnten wir die hier rüberschicken zu diesen Materialien. Bin mir sicher, was die danach machen werden mit den Materialien, aber es wird bestimmt Sinn machen. Dann schicken wir die mal auch hier rüber. Hier sind bestimmt noch mehr. Also momentan sammeln sie ganz einfach hier diese Sachen hierfür. Wir können auch pausieren, was interessant ist. Okay, wenn wir hier Rechtsklick einfach drücken, können wir hier ein Depot bauen. Und wo bauen wir das hin? Das Metal Depot. Ich würde mal sagen, einfach direkt neben die Rakete. Das sieht doch nach einem guten Ort aus. Wir können das Ganze anscheinend vorspulen und sogar noch schneller. Our rocket Okay. carries valuable resources that will be essential for the construction and maintenance of the colony. Initially, it's best to designate a universal depot, so the drones have a place to store them. Ich glaube, ich stelle die Sprache mal lieber zu Deutsch um. Damit das Ganze ein bisschen einfacher ist. Ein Universallager muss anscheinend gebaut werden. Und dann bauen wir genau das einfach mal direkt hier nebendran. Along with metals, concrete is the other vital basic construction resource. Beton müssen wir auch sammeln. Okay, dann suchen wir mal, wo das hier gebaut werden kann. Ja, genau. Da drüben anscheinend. Wir können das Ganze auch drehen. Interessant. Ja gut, dann bauen wir das einfach mal hier hin. Now observe how the drones will carry all the resources to the site, and then construct the concrete extractor. Wir werden das Ganze hier zusammenbauen und nach konstruieren. Und dann können wir das hier wahrscheinlich auch Like gleich most anmachen. buildings, the concrete extractor needs power in order to operate. Having a reliable electrical grid and supply is essential for the success of the colony. Strom brauchen wir holen. Die Frage ist, wo kriegen wir Strom her? Solar? Nee, Sterling
Generator. Keine Ahnung, was der macht, aber es wird bestimmt praktisch sein. Packen wir den einfach mal hier hin. Da wird bestimmt eine gute Position sein. Und dann werden wir definitiv ein Kabel and the concrete extractor using a power cable from the build menu to power up the extractor. Lagerbestand niedrig, nicht funktionierende Gebäude. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, ob hier das Problem gerade war, dass es nicht geladen hat. Ja doch. Es sah gerade nur so aus, als ob das Ganze hier nicht ganz funktioniert hat. So, das Ganze ist jetzt aufgebaut. Is a byproduct of all extractors and is best stored at designated locations. This way you can ensure that it will not be in the way of future construction. Und anscheinend gibt es sogar ein paar Schrotthaufen, die man dann wirklich darauf auslegen muss, damit hier nichts im Weg sein wird. Dann bauen wir einfach mal eins von den Dingern. Ein Betondepot brauchen wir auch noch. Ich glaube, das bauen wir einfach mal direkt neben das hier. Genauso. Ja gut, das Teil ist schön am Ackern hier. Und langsam aber sicher wird das Ganze hier auch gesammelt. Eine Mülldeponie brauchen wir jetzt noch. Wo packen wir die hin? Nicht zu weit weg, aber ich schätze, wir können das einfach mal direkt hier nebendran packen. Drones Dann ist alles zusammen und alles schön. on their own within the range of the drone controllers they are assigned to. Wie es scheint, brauchen wir jetzt auch noch ein Control Panel oder Control House für diese Drohnen. Bedeutet, wir müssen jetzt hier diesen Drohnen-Hub bauen. Ja, der hat eine ziemlich hohe Reichweite. Keine Kabelverbindung. Ich nehme an, für Strom. Ich könnte es auch direkt hier nebendran bauen. Machen wir einfach mal. Wenn ich das richtig erkenne, brauchen wir dann auch kein Stromkabel dafür, was umso besser ist. Drohnenbatterien brauchen wir wohl auch, wie es scheint. Aufladestationen können wir einfach hier nebendran bauen. Maintaining a steady supply chain between Earth and Mars is essential. Falls ihr euch wundert, warum die Töne sich regelmäßig ändern und so weiter, dann ja, ich stelle hier manches ein, wenn ich den Eindruck habe, dass es ein bisschen zu laut wird. Aber ja, ich habe jetzt einfach mal hier ein paar verschiedene hingepackt, weil ich nicht weiß, wie viele wir brauchen werden. Aber gerade eben wurde auch gesagt, dass wir Raketentreibstoff brauchen. Das heißt, wir bauen jetzt einfach mal so ein Teil hin. Feuchtigkeitsvaporator. Keine Kabelverbindung, ist nicht schlimm, da können wir eine herstellen. Wir bauen das Ganze einfach mal genau hier hin. Und Treibstoff. Raffinerie brauchen wir auch noch. Dann bauen wir die einfach mal genau daneben hin. Kabel nicht vergessen. Bauen wir jetzt einfach mal hier bis hier das Ganze hin. We don't have sufficient power for all the buildings in the colony. Anscheinend haben wir auch nicht genug Energie. Das sollte aber kein Problem sein, wenn wir hier einfach einen zweiten Generator hinbauen. Stirling-Generator Nummer 2 kommt einfach mal hier hin. Sollte gleich gebaut sein. A system of pipes is used to deliver resources such as water and air where they are needed. Genau, und anscheinend sind Rohre auch sehr nützlich für Dinge wie zum Beispiel Wasser und Sauerstoff. Gut. Was wir jetzt noch machen müssen, ist hier das anständig verrohren. Das kommt hier hin. Machen wir einfach mal hier ein Teil hin. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was hier überhaupt verbunden werden muss. Ah, Moment. Jedoch, ich glaube, wenn wir quasi hier das hinbauen und das dann hiermit verbinden, dann wird das direkt verbunden Fuel und production alles ist is gut. now underway, and the drones will begin to deliver the fuel to the rocket. Gut, das Ganze wird dann automatisch aufgeladen.
was auch sehr schön ist. Bis jetzt gefällt mir dieses Spiel recht gut. Es ist ein bisschen eintönig, nicht so das Spiel, das ich normalerweise spiele, aber es ist ganz spannend. Und bis jetzt sieht es auch gar nicht mal so schlecht aus, was wir hier so angestellt haben. Was brauchen wir denn noch so? Momentan ist hier anscheinend nicht besonders viel zur Verfügung und auch nicht besonders viel notwendig. Was ich allerdings gerne haben wollen würde, ist ein bisschen mehr, sind ein paar mehr Möglichkeiten für Strom. Denn momentan haben wir nur diesen Stirling-Generator, der ausreichend ist, aber nicht ganz das Beste und nicht ganz das Gelbe vom Ei. Was die Drohnen angeht, sieht es momentan so aus, als ob da nicht besonders viel zu tun für die ist. Ladebestand niedrig. Ressource. Energie anscheinend. Wollen wir einen neuen Energiegenerator bauen? Ich würde sagen, ja. Probieren wir es einfach mal. Können wir das gerade überhaupt? Sieht nicht so aus. Ressource, Strom, wie es scheint. Aber ich glaube, momentan ist das gesperrt, weil wir hier anscheinend die Rakete entweder abschießen oder upgraden können. Okay, die Rakete ist aufgeladen und kann zur Erde zurückfliegen. Was ist das denn? Zur Erde zurückkehren. Leitet eine Startsequenz für die Rückkehr auf die Erde ein. Beachtet, dass diese Rakete betankt sein muss und dass verbleibende Ressourcen an Bord verloren gehen. Startbereit. Okay. Können wir hier ein bisschen was umlagern? Wahrscheinlich nicht. Was dieser Radius hier ist, weiß ich nicht ganz. Ich hoffe mal, dass nichts davon kaputt gehen wird. Aber starten wir das Ganze einmal. Es sieht ganz gut aus bis jetzt. Da fliegt unsere Rakete. Gut. Congratulations. You have finished the first tutorial. Ach ja, stimmt. Das war ja nur das Tutorial. Ich glaube, das ist tatsächlich mehr als genug für diesen fremden Freitag. Ich hoffe natürlich, dass es euch sehr gefallen hat. Sagt mir auch gerne, was ihr von diesem Spiel haltet. Und ich würde sagen, auch wenn dieses Spiel hier nicht ganz mein typischer Stil von Spiel ist, würde ich dem Ganzen circa, ich würde sagen, 7 Punkte geben. 7 von 10 Punkten. Ja. Ist ein ganz nettes Spiel. Ist nicht schlecht. Bis jetzt hatte ich zwar nur die Tutorials und weiß nicht ganz, was mich insgesamt erwarten würde. Aber wie mir dieser ganze Eindruck hier erscheint, ist das Ganze auf jeden Fall schon nicht schlecht. Herausforderungsmodus haben wir hier auch. Einen kreativen Modus, was mich vielleicht relativ stark interessieren könnte. Vor allem, um herauszufinden, wie das Ganze hier funktioniert. Aber das neue Spiel wird natürlich das Interessanteste sein. Aber naja, wie schon gesagt, 7 von 10 Punkten ist meine Bewertung hier. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, das war's dann für diesen fremden Freitag mal wieder. Demnach hoffe ich immer noch, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Mal sehen. Auch wenn es nicht mehr der fremde Freitag ist, sondern wieder Queenia Time. Aber ja, vielen Dank. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Demnach, bis bald. Bis dahin und ciao.